International frei zu sein heißt nicht überall ein bisschen zu sein. Es heißt, einen festen Anker zu haben, einen echten Wohnsitz mit Steuernummer, mit Adressnachweis, ein Wohnsitz, der einer Überprüfung standhält. Und warum das so ist und wie das funktioniert, das werde ich dir in diesem Video erklären. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du nach einem steuergünstigen und auch sonst kostengünstigen Land suchst, wo du einen tatsächlichen steuerlichen Wohnsitz etablieren kannst, also mit einer richtigen Wohnung, mit Steuernummer und allen Details, die du dazu brauchst, wie wir es in diesem Video jetzt besprechen werden, dann kann ich dir auf jeden Fall die Philippinen empfehlen. Wir haben dort in Davao City, einer der größten Städte der Philippinen, im Süden der Philippinen gelegen, ein Office und wir helfen vielen Mandanten, sich dort steuerlich zu etablieren. Das Ganze kann man tatsächlich größtenteils oder ganz remote machen. Wir suchen dir da eine Wohnung. Also das ist kein Briefkasten oder sowas. Du bekommst deine Steuernummer, du bekommst deine Meldebestätigung der Gemeinde, wir können deinen Führerschein besorgen, wir können dir dort auch ein Konto eröffnen und du bekommst auf einer Steuerbehörde dort eine Bescheinigung, dass du dort steuerlich registriert bist. Die Philippinen haben ein Doppelsteuerungsabkommen mit Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auslandseinkünfte sind steuerfrei, es gibt keinen Mindestaufenthalt und das Land nimmt nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Und natürlich gerade der Süden ist landschaftlich wunderschön, also ein Land, bei dem man nicht viel falsch machen kann. Wenn dich ein solches Setup interessiert, dann schau dir mal unsere Webseite an, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich hatte ja vor kurzem ein Video gemacht, wo ich erklärt habe, dass es eigentlich nicht notwendig ist, dass du dich irgendwo neu offiziell anmeldest, wenn du Deutschland verlässt. Also du kannst dich aus Deutschland abmelden, du kannst in Deutschland die unbeschränkte Steuerpflicht beenden, indem du dort deinen Wohnsitz aufgibst und der Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes nicht mehr in Deutschland ist. Das deutsche Steuersystem sieht nicht vor, dass du dich dann irgendwo neu anmeldest. Das heißt also, du bleibst nicht in Deutschland steuerpflichtig, nur weil du dich in keinem anderen Land steuerlich neu anmeldest. Viele machen sich da natürlich Gedanken und ich habe das in dem Video erzählt zu Details wie zum Beispiel Krankenversicherung und sowas, aber das sind eigentlich alles keine wirklichen Probleme, denn sobald du den gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland aufgegeben hast, bist du natürlich auch nicht mehr krankenversicherungspflichtig. Und auch wenn die Krankenversicherung dort ein bisschen Hackmack macht, sind das Dinge, die man eigentlich sehr einfach lösen kann. Da darf man sich im Grunde genommen nicht einschüchtern lassen. Nun ist aber die Frage, ob das wirklich sinnvoll ist. Selbst wenn du jemand bist, der eine ausgedehnte Reisetätigkeit anstrebt, wenn du jemand bist, der als digitaler Nomade oder als Perpetual Traveler leben willst, ist das wirklich sinnvoll, nirgendwo eine Basis zu haben, nirgendwo einen Anker zu haben? Nun, je nachdem, wie du aufgestellt bist, welche Einkünfte du beziehst, welche Banken du hast, kann man auf jeden Fall sagen, dass es sehr viel einfacher ist, wenn du irgendwo eine tatsächliche feste Basis hast und das auch eine Basis ist, die nicht einfach nur ein Briefkasten ist, irgendwo eine Adresse, wo auch 500 andere Leute wohnen, nur ein Briefkasten, kein richtiger Wohnsitz, sondern eben wirklich etwas Belastbares. Und mit überprüfbar meine ich, dass dieses Setup einem gewissen Standard entspricht und dass man hier auf gewisse Dinge achtet. Also im Grunde genommen, dass man ein Setup wählt, das den internationalen steuerlichen Konventionen im Einklang mit dem internationalen Steuerrecht ist. Und diese Konventionen hinsichtlich Wohnsitz und wo man steuerlich ansässig ist, die werden von der OECD definiert und die einzelnen Länder schließen dann untereinander Doppelbesteuerungsabkommen ab, die auf diesen OECD-Richtlinien und den sogenannten OECD Model Articles, also den Doppelbesteuerungsabkommen Vorlagen der OECD entsprechen. Und meine Empfehlung ist an dich, dass du einen Wohnsitz hast, der tatsächlich diesen Anforderungen der OECD entspricht. Dann wirst du meiner Erfahrung nach, insbesondere dann, wenn du erfolgreich bist, wenn du wohlhabend bist, am wenigsten Probleme haben. Das gilt natürlich insbesondere dann, wenn du Einkünfte hast aus Deutschland, sagen wir einmal Renten oder auch Dividenden oder wenn du deutsche Aktien veräußerst, möglicherweise fällt hier auch Krypto darunter. Aber auch wenn du als Freiberufler tätig bist und deutsche Kunden hast, dann ist möglicherweise ein solches Setup entscheidend. Aber es geht hier nicht mal nur auch Deutschland, es geht auch darum, wenn du international Business machst. Selbst wenn du zum Beispiel mit einer LLC auftrittst und Kunden in den USA hast, und mit Kunden meine ich jetzt zum Beispiel auch Google, also wenn du zum Beispiel Geld von YouTube bekommst,
aber auch andere amerikanische Unternehmen, wirst du sehr schnell feststellen, dass die dir immer, selbst wenn du mit der LLC arbeitest, ein Formular schicken, also das Formular W9 oder auch W8-BEN, wo du deine steuerliche Ansässigkeit bestätigen musst. Wir haben zum Beispiel einen Mandanten, er ist auch Deutscher, lebt aber schon lange nicht mehr in Deutschland. Er ist in der TV-Branche tätig und filmt hier regelmäßig für ausländische Fernsehsender. Und er muss zum Beispiel diesen ausländischen Fernsehsendern regelmäßig seine steuerliche Ansässigkeit nachweisen. Ansonsten würden sie Steuern einbehalten. Ebenfalls denken wir hier natürlich an das Thema Banken und Finanzdienstleister. Auch dort ist es wichtig, dass du einen ordentlichen Wohnsitz mit den entsprechenden Nachweisen zeigen kannst. Immer wieder kommt es auch vor, dass Banken zum Beispiel eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung von dir wollen. Mir ist schon klar, dass man natürlich alles Mögliche auch mit Briefkastenadressen machen kann. Wir machen das ja auch selbst für unsere Mandanten, zum Beispiel in Serbien oder Georgien. In Serbien zum Beispiel bekommt man ja kein Bankkonto, ohne dort tatsächlich eine Adresse zu haben und ohne dort eine serbische Steuernummer zu haben und einen serbischen Aufenthaltstitel. Wer also ein Konto in Serbien haben will, weil Serbien eben nicht am automatischen Informationsaustausch teilnimmt, der braucht ein solches Setup und das machen wir ja dann auch mit unserem Partner in Serbien, dem Marin. Das ist natürlich ein sehr sinnvolles Setup, das muss man ganz klar sagen, aber keiner der Kunden, die dann in Serbien ein solches Konto eröffnet, würde natürlich jetzt gegenüber einem Finanzamt sagen, ich bin in Serbien steuerlich ansässig. Man hat dort eine Briefkastenadresse. Das ist eben möglicherweise im Kontext dieser Kontoeröffnung gut. Aber man ist natürlich nicht in Serbien steuerlich ansässig. Man hat dort keinen tatsächlichen Wohnsitz, sondern eben nur einen Briefkasten. Wie gesagt, mir ist schon klar, dass das vielfach auch funktioniert. Aber wie gesagt, rechtssicher ist das natürlich nicht. Überprüfbar ist es auch nicht, wenn du mit einem solchen Setup fährst. Es ist am einfachsten und am sichersten, wenn du dich in der Erwachsenenwelt bewegst, jedenfalls einen richtigen Wohnsitz tatsächlich zu haben und auch dann nachweisen zu können. So, fangen wir jetzt einmal damit an, was eigentlich in solchen Doppelbesteuerungsabkommen steht. Ich möchte jetzt aus diesem Grund einmal das Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland und Philippinen hier öffnen und dir zeigen. Aber wie gesagt, die Doppelbesteuerungsabkommen basieren alle auf dem OECD-Model-Artikel. Das heißt im Grunde genommen, was jetzt hier in dem Abkommen mit den Philippinen steht, das ist jetzt nicht spezifisch. Es ist ein neueres Abkommen aus 2013. Das Gleiche finden wir in vielen anderen Doppelbesteuerungsabkommen auch und nicht nur den deutschen Abkommen, sondern natürlich auch internationale Abkommen. Wie gesagt, die OECD ist hier federführend. So, hier haben wir das Abkommen. Und wie gesagt, diese Abkommen sind alle gleich aufgebaut. Und der Artikel 4 in den Modelartikeln legt die steuerliche Ansässigkeit fest. Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck eine in einem Vertragsstaat ansässige Person, eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort aufgrund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthaltes, des Ortes ihrer Geschäftsleitung, da geht es um Unternehmen, des Ortes ihrer Gründung oder eines anderen ähnlichen Merkmales steuerpflichtig ist und umfasst auch diesen Staat, seine Länder und ihre Gebietskörperschaften. So, jetzt habe ich ja gerade eben gesagt, dass die Doppelbesteuerungsabkommen alle auf der gleichen Vorlage beruhen, nämlich auf diesen Model Articles der OECD. Aber wir sehen dort, dass es auch immer wieder interessante Abweichungen gibt. Wir wollen uns mal im Vergleich jetzt den Artikel 4 im Doppelbesteuerungsabkommen mit Malta anschauen. Deutschland, Malta. So, hier habe ich jetzt das Abkommen mit Malta. Der erste Satz ist im Grunde genommen der gleiche. Auf wen bezieht sich das Abkommen? Aber dann gibt es hier noch einen zweiten Satz. Der fehlt interessanterweise im philippinischen Abkommen. Aber dieser zweite Satz, der könnte ominös sein. Er sagt nämlich, der Ausdruck umfasst jedoch nicht eine Person. Also das heißt, steuerlich ansässig ist man nicht oder ist man nicht als Person, die in diesem Staat nur mit Einkünften aus Quellen in diesem Staat oder mit in diesem Staat gelegenen Vermögen steuerpflichtig ist. So, was meint das jetzt? Jetzt könnte man ja meinen, in Malta gibt es den Non-Dom-Status und der Non-Dom-Status besagt ja, dass ich als Ausländer auf ausländische Einkünfte keine Steuern bezahlen muss, nur auf maltesische. Würde also nun dieser Satz hier bedeuten in dem Doppelbesteuerungsabkommen, dass wenn ich den Non-Dom-Status in Malta benutze, ich das Abkommen nicht in Anspruch nehmen kann, weil ich ja nicht mit meinem weltweiten Einkommen in Malta steuerpflichtig bin. Das ist natürlich eine gute Frage. Ich hatte ja gerade eben gesagt, das basiert auf einer Vorlage der OECD. Damit wären ja sämtliche Länder, die territorial besteuern, schon mal grundsätzlich von den Doppelbesteuerungsabkommen ausgeschlossen. Kann das wirklich so
sein. So, dazu schauen wir uns jetzt mal an, was die OECD schreibt. Hier bin ich jetzt in dem offiziellen Kommentarium der OECD zu den Model Articles. Hier geht es um diesen benannten Artikel 4. Hier steht also drin, in accordance with the provision of the second sentence of paragraph 1, also dass man unter bestimmten Umständen eben nicht unter das Abkommen fällt. However, a person is not to be considered a resident of a contracting state in the sense of the convention if, although not domiciled in that state, he is considered to be resident according to the domestic laws, but is subject only to a taxation limited to the income from sources in that state or to capital situated in that state. So, und jetzt kommt's. Für wen trifft das zu? That situation exists in some states in relation to individuals, e.g. zum Beispiel in the case of foreign diplomatic and consular staff serving in their territory. Also der Artikel bezieht sich hier zum Beispiel auf Diplomaten, die in dem Land tätig sind. Also mal angenommen, du bist jetzt als deutscher Botschafter in Malta tätig, dann bist du ja in Malta nicht steuerpflichtig, sondern letztlich nur auf lokale Einkünfte. Wenn du jetzt zum Beispiel Mieteinnahmen aus Malta hättest, wärst du steuerpflichtig, aber nicht auf dein weltweites Einkommen. So, und das ist ja sehr wichtig, aber man wird hier sogar bei der OECD noch klarer. The application of the second sentence, however, has inherent difficulties and limitations. It has to be interpreted in the light of its object and purpose, which is to exclude persons who are not subject to comprehensive taxation. Also zum Beispiel Diplomaten. Und warum ist das so? Also warum darf man das eben nicht zu breit interpretieren? Und das sagt die OECD aus. Because it might otherwise exclude from the scope of the convention all residents of countries adopting a territorial principle in their taxation, a result which is clearly not intended. Also man will ganz klar natürlich nicht Länder mit Territorialbesteuerung aus diesem Doppelbesteuerungsabkommen ausschließen. Und das heißt, um Missverständnisse zu vermeiden, solche Länder sind hiermit nicht gemeint. Ich switche nun wieder zum Abkommen mit den Philippinen. Wie gesagt, hier interessanterweise fehlt dort dieser Satz. Kommen wir nun also zu der Frage, wann eine natürliche Person als steuerlich ansässig gilt. Die Person gilt als nur in dem Staat ansässig, in dem sie über eine ständige Wohnstätte verfügt. Verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, zu dem sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat. Also das heißt, verfügt sie über 2 Wohnsitze, dann entscheidet der Lebensmittelpunkt. Also das sagt ja schon mal aus, idealerweise hast du nur einen Wohnsitz. Denn wenn du nur einen langfristig eingerichteten Wohnsitz hast, dann giltst du ziemlich klar als in diesem Staat steuerlich ansässig. Ja, also du machst es dir sehr einfach, wenn du nur einen auf langfristige Nutzung ausgerichteten Wohnsitz hast, denn dann kann im Grunde genommen fast niemand die Steuerpflicht in diesem Land in Frage stellen. Und die OECD bestätigt das. The article gives preference to the contracting state in which the individual has a permanent home available to him. This criterion will frequently be sufficient to solve the conflict, e.g. where the individual has a permanent home in one contracting state and has only made a stay of some length in the other contracting state. Also hier steht ganz klar, das Vorhandensein eines Wohnsitzes ist vielfach das allein entscheidende Kriterium für die Steuerpflicht, selbst wenn du zum Beispiel in dem Land Zeit verbracht hast, zum Beispiel für Besuche. Also der Wohnsitz hat immer Vorrang, der Wohnsitz hat immer Priorität. Subparagraph A, den wir gerade besprochen haben, means therefore that in the application of the convention, that is where there's a conflict between the laws of the two states, it is considered that the residents, das heißt im Grunde genommen bei der Frage, wo was besteuert wird, it is considered that the residence is that place where the individual owns or possesses a home. This home must be permanent, that is to say, the individual must have arranged and retained it for his permanent use, as opposed to for staying at a particular place under such conditions that it is evident that the stay is intended for a short duration. Also weitere Kriterien hinsichtlich des Wohnsitzes, er muss langfristig sein, er darf nicht nur eine Kurzzeitmiete sein, wie zum Beispiel Airbnb. Also du brauchst einen langfristigen Mietvertrag. Es reicht nicht aus, einfach nur ein paar kurzfristige Mietverträge zu haben. Weiter geht es und das ist jetzt sogar etwas, was relativ neu hinzugefügt wurde, nämlich 2017. As regards to the concept of the home, also was muss das denn für ein Zuhause sein? Was ist überhaupt ein Wohnsitz? It should be observed that any form of home may be taken into account. Also
Jede Form des Wohnsitzes ist akzeptabel. Haus, Wohnung, eine Immobilie, die einem gehört oder die gemietet ist oder sogar auch ein möbliertes Zimmer. But the permanence of the home is essential. Also die Tatsache, dass das langfristig als Wohnsitz zur Verfügung steht, ist essentiell. This means that the individual has arranged to have the dwelling available to him at all times, continuously. Das heißt also, der Betroffene muss den Wohnsitz grundsätzlich immer zur Verfügung haben und nicht nur gelegentlich, wenn er vielleicht das Land besucht. Also das heißt ganz klar, natürlich, du kannst diese Wohnung nicht untervermieten. Sobald du sie untervermietest, dann bewegst du dich hier steuerrechtlich auf dünnem Eis. Natürlich geht Airbnb-Vermietung, denn das ist ja keine tatsächliche langfristige Untervermietung. Aber das langfristig unterzuvermieten würde den ganzen Charakter des Wohnsitzes zerstören. Dein ganzes Setup wäre dann wertlos. For instance, a house owned by an individual cannot be considered to be available to that individual during a period when the house has been rented out and effectively handed over to an unrelated party, so that the individual no longer has the possession of the house and the possibility to stay there. Also, selbst wenn du eine Immobilie besitzt, wenn sie dir gehört, aber du hast diese vermietet, dann ist das kein Wohnsitz mehr. Und ich meine, das sehen wir ja auch immer in Deutschland aus positiver Sicht. Wenn du dort deine Immobilie vermietest, dann wird das nicht in Deutschland als Wohnsitz gerechnet. Soweit also die Definition der OECD hinsichtlich eines Wohnsitzes. Und meine Empfehlung ist, dass du dir genau ein solches Setup eben schaffst, wenn du dich an diese Regeln hältst, die hier von der OECD aufgeführt sind. Wenn du dich an diese Definitionen hältst, welche die OECD in ihren Model Articles und in entsprechenden Kommentaren dazu aufgelistet hat, diese, die ich dir gerade eben vorgelesen habe, dann wird es praktisch unmöglich sein, dir anzudichten, dass du dort nicht steuerlich ansässig bist. Wenn du natürlich 2 Wohnsitze hast oder mehrere Wohnsitze hast, dann kommt die Frage des Lebensmittelpunktes dazu. Aber unter der Annahme des einfachsten Falles, dass du nur einen langfristigen Wohnsitz hast, bist du dort relativ fein aus dem Schneider. Wie du gesehen hast, wird dort nirgendwo aufgeführt, wie lange du dich dort eigentlich aufhalten musst. Ja, das spielt eigentlich keine Rolle. Allein die Tatsache, dass du eine Wohnung hast, die dir zur Verfügung steht, die du langfristig angemietet hast, die nicht untervermietet ist, wo du auch die Absicht hast, dass dir diese längerfristig zur Verfügung steht und dass das nicht nur ein kurzzeitiger Aufenthalt ist, das reicht in den meisten Fällen schon tatsächlich aus, dass du im Sinne des Abkommens als steuerlich ansässig giltst. Und das ist auch das, was wir natürlich genau in der Beratungspraxis hier regelmäßig erleben. In den Fällen, wo du dann wirklich den steuerlichen Wohnsitz nachweisen musst. Ich hatte ja zum Beispiel vor kurzem ein Beispiel erzählt von einem Mandanten, der eine Betriebsrente aus Deutschland ausbezahlt bekommen hat als Einmalsumme. Er hatte einen solchen Wohnsitz in den Philippinen mit uns gemeinsam eingerichtet. Das heißt, er hatte eine wirkliche Wohnung, er hat dort eine Steuernummer, er hat natürlich die üblichen Verbrauchsrechnungen, er hat dort auch das SRV-Visum, also einen Daueraufenthaltstitel, eine entsprechende Bescheinigung von der Gemeinde und eine entsprechende Bescheinigung von der Steuerbehörde, aber keine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung. Die war nämlich gar nicht nötig fürs Deutsche Finanzamt. Er musste einfach zeigen, dass er dort tatsächlich einen Wohnsitz hat und natürlich, dass er den deutschen Wohnsitz aufgegeben hat, ist ja völlig klar, aber das hat er natürlich getan. Und das war genug, dass dann die Rente in Deutschland steuerlich freigestellt wurde. Und das meine ich genau mit Überprüfung. Ja, das Finanzamt überprüft natürlich in diesem Fall, ob es sich wirklich um einen Wohnsitz handelt. Und wie gesagt, er musste die entsprechenden Dokumente bringen. Aber weil dann die entsprechenden Dokumente so aussagekräftig waren, das heißt Mietvertrag, ich hatte es ja schon gesagt, Strom, Gas, Wasserrechnung, SRV-Visum, da bekommt man ja auch einen kleinen Personalausweis von den philippinischen Behörden. Das hat ausgereicht, um das deutsche Finanzamt zu überzeugen, dass er da wirklich seinen Wohnsitz hat, dass er also die Kriterien des Doppelbesteuerungsabkommens erfüllt und dass damit Deutschland kein Besteuerungsrecht hat auf die Betriebsrente. Bei der gesetzlichen Rente wäre es etwas anderes. Dort hätte Deutschland ein Besteuerungsrecht, bei der Betriebsrente aber nicht. Hätte er das gleich jetzt zum Beispiel in Paraguay gemacht, hätte er möglicherweise gar nicht die Nachweise gehabt und dann ist Paraguay natürlich auch kein Abkommensstaat und insofern hätte er natürlich auch keine Vorteile dann eines Doppelbesteuerungsabkommens wahrnehmen können. Er hätte also nicht die abschirmende Wirkung eines Doppelbesteuerungsabkommens mit Deutschland gehabt. Daher ein weiterer wichtiger Tipp an dich ist, dass du nicht nur ein ordentliches Setup hast,
nicht nur einen solchen Wohnsitz hast, sondern diesen eben auch in einem Land hast, das mit Deutschland ein Doppelsteuerungsabkommen hat. Beziehungsweise wir brauchen jetzt gar nicht von Deutschland zu sprechen. Es kommt eben darauf an, wo du Zahlungen erhältst. Ich hatte vorhin von dem Mandanten gesprochen, der im TV-Bereich tätig ist. Wenn er für einen spanischen Fernsehsender filmt, dann muss er schauen, dass das für Spanien passt und dass er letztlich für Spanien einen passenden steuerlichen Wohnsitz hat. Und da kommen wir relativ schnell dann natürlich zu der Erkenntnis, dass wenn du dich international bewegst und international Kunden hast, möglichst in einem Land deinen Hauptwohnsitz hast, das möglichst viele Doppelsteuerungsabkommen hat. Nochmal, die eigentliche Anwesenheit in dem Land spielt aus Sicht des Abkommens eigentlich keine Rolle. Denn natürlich kann eine lange Anwesenheit dann wieder die unbeschränkte Steuerpflicht auslösen. Da muss man natürlich schauen. Aber du hast gesehen, dass in den Kommentaren der OECD zu diesen Model-Artikel, zum Artikel 4, nirgendwo etwas steht von irgendeinem Mindestaufenthalt oder sowas. Das kann natürlich dann wieder ein Kriterium sein, wenn du 2 Wohnsitze hast. Hast du 2 Wohnsitze, dann entscheidet der Lebensmittelpunkt und möglicherweise auch der Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes, wo du steuerpflichtig bist. Mit einem Wohnsitz hast du dieses Problem nicht, weil wie gesagt, der Wohnsitz hat so eine hohe Gewichtung, dass, wie die OECD es selbst schreibt, in den meisten Fällen allein durch das Vorhandensein eines Wohnsitzes im Grunde genommen sämtliche Konflikte bereits ausgeräumt sind. Und das Ganze funktioniert natürlich nicht nur fürs Finanzamt, sondern funktioniert dann auch wunderbar für Banken, für Finanzdienstleister. Wobei auch dort muss man wieder aufpassen, nicht alle Finanzdienstleister wollen unbedingt alle Länder haben. Das ist auch durchaus ein Thema, haben wir auch schon oft darüber gesprochen. Das muss man sich dann auch anschauen. Hier gibt es auch verschiedene schwarze Listen seitens der FATF, schwarze Listen seitens der EU, schwarze Listen seitens der Banken. Also das muss man dann parallel auch noch dann gleich anschauen. Im Fall der Philippinen funktioniert das besonders mit asiatischen Banken, also Singapur, Hongkong, Dubai, sehr gut. Wie gesagt, als weiteren Bonus nehmen die Philippinen nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Das heißt, das ist natürlich dann für viele Mandanten interessant. Wichtig ist ja auch zu verstehen, dass das Thema Aufenthaltstitel hier auch ein weiteres Kriterium ist, aber eben nicht das alleinige Kriterium. Das heißt, der Aufenthaltstitel ohne Wohnsitz bringt dir eigentlich überhaupt nichts. Ja, das heißt zum Beispiel jetzt in Paraguay dort eine Cedula zu haben, ohne dort einen wirklichen Wohnsitz zu haben, würde dir jetzt in dem hier beschriebenen Kontext nichts bringen. Aber wie ich jetzt gerade eben gesagt habe, den Wohnsitz in den Philippinen zum Beispiel zu haben, dann in Kombination mit dem SRV-Visum, das ist das Rentnervisum da, das ist natürlich schon ein sehr starkes Argument, weil eben mit dem SRV-Visum noch mehr bekräftigt wird, dass die Ansässigkeit langfristig sich in dem genannten Land hier in den Philippinen befindet. Jetzt muss man diese Dinge auch nicht unbedingt verknüpfen. Ich meine, es kann Sinn machen, irgendwo einen Aufenthaltstitel zu haben. Das ist ja auch etwas, was wir ermutigen, möglicherweise auch viele Aufenthaltstitel zu haben und sich dann im Falle eines Falles, wenn man wirklich dann in diesem Land leben möchte, sich dort eine Wohnung zu nehmen. Es macht jetzt ja keinen Sinn, in jedem Land, wo man einen Aufenthaltstitel hat, unbedingt auch eine Wohnung zu haben. Aber dass man eben in dem Land, was man als Hauptwohnsitz verwendet, gegenüber Dritten, gegenüber Steuerbehörden, gegenüber Staaten, gegenüber Banken und Finanzdienstleistern, dass man dort wirklich dann ein komplettes Setup hat, das kann schon sinnvoll sein. Wobei in den Philippinen gibt es ja keine Visumspflicht. Dort kannst du dich jahrelang aufhalten, ohne dass du ein Visum hast. Bis zu 3 Jahre funktioniert das. Wobei eben sich doch viele Mandanten dann für das SRV-Visum entscheiden, weil du einfach eine höhere Verbindlichkeit hast. Man denkt dann vielleicht auch Situationen wie zum Beispiel Covid, wo man vielleicht mit Touristenvisum nicht mehr reinkommen würde, aber eben wenn man dann einen richtigen Aufenthaltstitel hat, dann natürlich schon. Das Thema Staatsangehörigkeit ist hier dann nicht wirklich relevant. Das heißt, ob du einen Pass in diesem Land hast oder nicht, das ist jetzt in puncto des Wohnsitznachweises gegenüber Banken, Finanzdienstleistern und Finanzämtern eigentlich nicht entscheidend. Also, zusammenfassend kann man sagen, mein Tipp an dich, wenn du Rechtssicherheit willst, wenn du auf der sicheren Seite sein willst, dann leg dir selbst als Vielreisender irgendwo einen Wohnsitz zu in einem Land, das strategisch günstig ist, zum einen natürlich steuerlich günstig ist, aber eben auch natürlich möglichst viele Doppelsteuerungsabkommen hat, das dir idealerweise auch gefällt, wo du natürlich selbst auch gerne Zeit verbringen kannst, wo das ganze Setup nicht so teuer ist und wo du zum Beispiel Anwesenheitspflichten hast, die ja viele Staaten definieren im Rahmen ihrer Aufenthaltstitel, die auch für dich in deine Lebensplanung passen. Wie gesagt, die Philippinen sind ein Beispiel, aber eben nur eins von vielen. Es gibt sicherlich auch andere interessante asiatische Länder und natürlich auch Länder
gerade Lateinamerikas, die diesbezüglich zu empfehlen sind. Wenn dich das interessiert, wenn du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst, wenn du dich mit dem Thema Plan B beschäftigst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Natürlich kann es auch für dich sehr interessant sein, zu einem unserer vielen Seminare, Veranstaltungen und Erlebnisreisen zu kommen, wo wir eben entsprechende Länder auch kennenlernen, hautnah, wo du das Ganze mal erleben kannst mit einer Gruppe Gleichgesinnter. Wenn dich die Philippinen interessieren, wie gesagt, dann schau dir das gerne mal auf unserer Webseite an. Ich selbst habe schon vor 25 Jahren Deutschland und die EU verlassen. Ich habe es nie bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun. Und seit 20 Jahren helfen wir Mandanten dabei, sich international aufzustellen, auszuwandern, sich steuerlich im Ausland zu optimieren, aber eben rechtssicher, belastbar und überprüfbar. Wir helfen mit zweiten Staatsbürgerschaften, Aufenthaltstiteln in sehr vielen Ländern, natürlich auch Kontoeröffnungen bei den wichtigsten Banken weltweit. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.